Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Offenbar passt diese Kapsel, die Kapsel, bla bla, die passt irgendwie nicht da rein. Gehen wir uns mal ein bisschen umschauen. Ich erinnere mich nämlich, dass hier hinten, hier war ja auch noch irgendwie ein Raum. Wirst du mir helfen? Was? Ich habe keine Ahnung, was... Ich wollte eigentlich gerade den Hebel nehmen und versuchen, das irgendwie aufzuhebeln mit einem Brecheisen. Okay. Dann eben so. Dann eben mit Raunwurzelhilfe. Na klar. Was zur Hölle? Öffnen. Da ist nichts drin. Öffnen. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Menü. Es ist hier überall nichts drin. Hier haben wir noch eine Lampe. Hier mit diesem Zeugs, was ich nicht nehmen kann. Wie wäre es, wenn du mal die Taschenlampe nimmst? Dann könnte ich vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Hier sind wieder überall Tiere. Ein leicht gefüllter Benzinkanister. Aha, was haben wir da oben noch? Ey, das ist doch irgendwie ein Buch. Nicht da. Da komme ich irgendwie nicht ran. Ach, wie ist das mit der Lampe doch besser? Wow, was war das denn? Oh Gott. Was ist denn das hier für ein ekliges Wurstding? Eine leere Metallkapsel. Aus ihrem Inneren dringt ein schauerlicher Geruch. Es sieht doch voll eklig aus. Was ist das? Das sieht total widerlich aus. Bäh. Ah, da kann man was reinstecken. Nur mal so aus Spaß, ne? Nicht, dass ich hier jemals irgendwas Sinnvolles zusammengekriegt habe. Ist das dieses Ding? Ich habe die Asche in die Kapsel getan. Die Kapsel enthält vermutlich die Asche von Wolfgang Shneidder. Wer auch immer das ist. Okay. Dann gehe ich doch... Kann man da eigentlich... Nein. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Oh, ich will einfach nur hier raus und... Keine Ahnung. Benzinkanister. Hab ich jetzt gedacht... Ah. Na gut, dann mache ich erstmal das Ding da rein. Dem Buch zufolge sollte ich die Kapsel mit der Asche in dieses Schubfach einlegen. Und jetzt? Keine Ahnung. Gucken wir mal hier hin. Untersuchen. Hier wird das mit Benzin eingefüllt. Luck, 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 luck. Und läuft. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Oh, irgendwas passiert. Das war hell. Boah, meine Augen. Scheiße. Jetzt weiß ich, warum der gesagt hat, man soll da nicht direkt reinschauen. Hä? Wo ist er denn jetzt? Bin ich hier aus eigener Kraft hergekommen?
Oder hat mich jemand getragen? Ich erinnere mich nur noch an eine entstellte Gestalt im Fenster der Maschine. Hat es wirklich funktioniert? Habe ich den seit langem verstorbenen Wolfgang Shneidder heraufbeschworen, wie es im Brief beschrieben war? Oder bilde ich es mir nur ein? Oh, das stinkt. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Wer könnte diesen Brief hier hinterlassen haben? Ein Zettel, auf dem etwas geschrieben steht. Es wurde durch ein Messer... Krass. Verschwinde hier und komm nie wieder zurück. Du musst das Ausgangstor erreichen. Krass. Naja, dann hat uns wohl irgendjemand die ganze Zeit... Ich habe schon vergessen, wie schnell Speichern geht. Dann hat uns wohl die ganze Zeit jemand beobachtet und uns hier hochgeschleift oder so. Ich muss jetzt natürlich nochmal darunter gehen. Das ist ja wohl ganz klar, oder? Das ist ja wohl klar, ne? Ich meine, damit haben wir doch jetzt alle gerechnet. Okay, also ich meine, wenn ich mir das nicht vorher angehört hätte mit diesem Geisterfigürchen, ich glaube, dann wäre ich gerade eben gestorben. Aber da ich ja wusste, dass da gleich irgendwas passiert... Er war hier. Wo kann er hin sein? Du, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich habe ihn auch gesehen. Schade. Das Beziehen scheint offenbar alle zu sein. Das Ding können wir auch nicht mehr nehmen. Na gut, dann auf zum Ausgangstor. Auf. Autsch. Puh. Oh, ich dachte, es dauert länger. Ich wollte gerade Resümee ziehen. Aber der Ladebildschirm war so schnell. Krass, ey. Das war wirklich heftig gerade eben. Au. Verlässt du diesen Ort? Ja. Aber sowas von. Diesen Ort möchte ich am liebsten nie wieder betreten. Nie wieder. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Besuchen wir doch mal Henry. Hallo. Ach, was liest der denn da? Was ist das hier? Can you read this, Henry? Können Sie das lesen, Henry? Let me take a look. Lass mich mal sehen. Yes, this is in German. It says, "Go, don't ever come back, go to the gate." Gate? Sounds very familiar to me. I once had a customer who came here every week to pick up some books he'd ordered. He was not very talkative and often looked lost in his own thoughts, but I remember he often called the place he lives the Gate. Later I learned that he lived in that cursed mansion that stands alone, far off in the wilderness. Do you know his name? I don't really remember. He stopped coming here a long time ago. He was an old man. He could have passed away. Das klingt ja merkwürdig. What can you tell me about him? As I said, he often looked very deep in thought. When I went down to the cellar to get his order, I could often... He was old, but I always thought he was younger than he looked.
I never saw him around except the times he came for his orders. Jacob could probably tell you more about him. His father worked there as a servant. Jacob lives in the old White House right in front of the Howling Wolf statue. You can't miss it. Jacob. Mhm. Naja, wir quatschen jetzt What mal kind schnell of aus books hier. did he usually order? Most of them were about magic, astrology, occultism, and demonology. And I remember those books were very hard to get. Sometimes it took weeks to find a particular one. Some of them were written in languages I'd never even seen before. Weshalb haben sie dieses Herrenhaus verwünscht? Why did you call that mansion cursed? Just out of habit, really. Around here, everybody calls it that because of their primitive... Thanks for the info, Henry. Tschüss. The Mansion. Sieht so aus, als würden wir bald einen neuen Schauplatz besuchen. Ich frage mich ja, ob der auch irgendwann noch mal schlafen gehen muss. Gehen wir doch erstmal zu diesem... Das Weiße Haus. Vielleicht das hier? Komm ich ja gar nicht hin. Keine Ahnung, ich sehe hier kein weißes Haus. Vielleicht das da? Dies muss das Haus sein, das Henry erwähnt hat. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Hallo. Oh. You can speak freely now. Hello, my name is Howard. I'm here because Henry Lawrence told me you could help me with a special matter. What matter is that? Do you recognize the name The Gate? I had a feeling you were going to ask that. Your voice, your eyes, those burning bright eyes. You look exactly like him. Who? Him! He told me about you once. How you would come back one day. This is your destiny. You cannot go against it. Wie der Typ aussieht. Die Hand irgendwie ganz anders als der Kopf. I think you're confusing me with someone else. I don't understand what you're talking about. Who is he? Mr. Nathaniel. He was the one who called you beyond time. He learned that if he appealed to someone from his own bloodline would one day come back. I was only a child, but I remember everything. I remember what they did under that damn place. I can see him in your eyes. And there was that other child. He was not human. He looked exactly like one, and they treated him like one. But I could tell he wasn't human at all. No human child can speak with the knowledge of the darkest abysses like him. None can speak about the heathen arcane knowledge of the darkest ages, which availed from the eyes of simple men like us. If only you heard him, then you would understand me. But yet, all that is also in you. You will soon remember. Everything will come back to you. Every memory. Silently, I listened to his muffled voice as he screamed, growled, jumped and crashed around at night under the ground. Ach du Scheiße. Was habe ich jetzt davon schon angeklickt? He is completely mad. But I must get some answers. Can you tell me about the gate? It is the building nestled over the black abyss.
You should have remembered it by now. But it seems it is still not clear for you. You will remember soon. Ich verstehe gerade gar nichts. Was ist nur los mit diesem Typen? Der ist total irre. Und ich habe das Gefühl, dass wir, Howard, auch ein wenig irre sind. What do you mean by Black Abyss? That place is built upon a web of underground passages that lead to Gehenna. That's why they call it the Gate. It is the gate to the unlit hell beneath the surface that hides unimaginable secrets from our eyes. What do you mean Mr. Nathaniel called me beyond time? They needed a blood descendant, but only such a person can do what they require. Mr. Nathaniel, he could speak with his ancestors. Or maybe the opposite was true. They told him to call you, and so he did. He somehow learned strange languages he never even knew existed. And with this knowledge, he read forbidden books gathered from around the world. Passages about summoning beyond time. Those fiendish necromantic murmurings and chants. What child? The child Mr. Nathaniel was told to take in. He took him into his home, despite during the early days. The child often suffered serious seizures, and they had to lock him up after he murdered a maid. It was horrible. That was the time Mr. Nathaniel fired all the maids and servants except my father, since he'd been with him for a long time and knew many secrets. Then they gave the boys something to make him calm. It seemed like he forgot what he knew. And after that, he grew up in that house like a normal child. Until one day, when he left the house to go elsewhere. I don't know where he went, but I was told he would come back when the right time came. I know he is also here. I can feel him. How did this Mr. Nathaniel learn such an appeal? He learned it from Jedediah, a shadow from his own lineage, from your lineage. Noch mehr Fragen, Fragen über Fragen. Ich habe auch Fragen über Fragen. Meine Güte, ich glaube, ich müsste das dann alles nochmal, das ganze Let's Play 5-mal anschauen, um überhaupt hier irgendwas zu verstehen. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass es hier so verrückt wird. Der haut hier ständig irgendwelche komischen Namen raus. Ich verstehe gar nicht. Shneidder und was weiß ich, wie die alle hießen, die ja gerade hier Mr. Nathaniel und bla, und irgend so ein Kind. Ich komme hier überhaupt nicht mehr mit. Wie kommt es, dass sie so viel von mir wissen? Ja, und wieso kennt er mich überhaupt? Und wer ist dieser Shneidder? Who is this Jedediah? I don't know. I only know his name, and that he was from Nathaniel's bloodline. I once read in one of the books that even if you kill the physical body of some people, they can find a way to come back, and then silently wait for their time to come. Okay. Vielleicht ist dieser Jedediah ja dieser Typ, der da mal im Stuhl gesessen hat. Wer hat ihm befohlen, das Kind Who aufzunehmen? told him to take the child in? I don't know. It was so sudden. One particularly stormy night. He was a tall and dangerous-looking man. All the servants were frightened of him at first sight. I listened to their conversation and learned that he could hardly speak our language. So he spoke with Mr. Nathaniel in a language that only he seemed to know. Only 2 days later did we really discover why he came. He'd brought the child from a distant place,
for Mr. Nathaniel to raise, and he accepted the boy in without hesitation. But he never explained why he agreed to do it. Vielleicht sind wir das Kind? Keine Ahnung. Why did Mrs. Ingrid want to escape? I'm not sure, but I think she saw something terrible. She knew a lot about the things her husband was interested in doing. But after the child incident, she started to hate him, though she stayed by his side. After a while, the situation began to change and got more serious. And that's when she hated it all, both the meetings and those who attended them. And one day, it seemed she couldn't take it anymore and ran. They saw Mrs. Ingrid as a threat who might reveal secrets about them. He had to do as they instructed, but he wasn't happy about it. Wieso zur Hölle weißt du das alles How über can you know mich? this much about me? Mr. Nathaniel told me some things, but I learned most of what I know from eavesdropping and secretly reading the same things he read. Only the ones in English, of course. He had some friends who shared the same interests as him. When they gathered, and the incense was heavy in the air, they often talked about you and some others who are like you. And there were other things that I wouldn't have understood unless I'd read some of the books. His wife, that poor woman, hated his friends and the topics they spoke about in those heathen meetings. Once, she tried to escape, but he brought her back and locked her up in her room. She died there. But he was not like that originally. The only mistake he made was moving into that house of his ancestors after he married. But maybe it was a fate he could not fight against. He seems completely mad. But somehow, I get the feeling his words weren't just crazed ramblings or the wild imagination of a madman. Kann ich jetzt bitte hier weg? Oh Gott. Die schlimmste Unterhaltung ever. Also dieser Typ, der ist ja total irre. Yes? Yes. Nein, ich möchte hier raus. He seems completely mad. Ich dachte, der hat vielleicht noch was zu erzählen. Kann ich hier irgendwas anfassen, irgendwas klicken? Wieso hat der so viele Uhren? Und vor allem gehen die alle irgendwie anders. So, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich brauche etwas, das mir den Weg erleuchtet. Boah. Das war jetzt echt ganz schön hart. Gibt's hier irgendwas? Das alte Gebäude, das Tor. Ich sollte die Stadtbewohner nach diesem Ort namens das Tor fragen. Jacob sagte, dass er wusste, dass ich eines Tages herkommen würde. Was hat das zu bedeuten? Wie konnte er wissen, dass ich herkommen würde? Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal in die Bar, aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal, ja, in eine Bar, das wäre nicht schlecht. Oh Gott, ey. Das war jetzt gerade ein bisschen viel. Ich muss mir das alles nochmal selber in meinem eigenen Let's Play nochmal anhören. Und deswegen verabschiede ich mich erstmal aus dieser Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.